Hallo zusammen, heute werde ich den normalen Handel mit technischen Analyse demonstrieren. Ich werde erzählen, wie ich jeden Tag mit einem beliebigen Kontostand handle. Heute werde ich zeigen, Handelspraxis mit einem kleinen Gleichgewichtigkeit, $200. Wir werden versuchen, es mindestens zu verdoppeln. In diesem Video gibt es nichts kompliziert. Ich werde nur zeigen, wie ich jeden Tag handle. Heute werden wir nur 2 Indikatoren und mehrere einfache Strategien gemischt verwenden. Ich denke, das Video wird interessant und hilfreich sein. Wenn Ihnen also etwa Theorie oder Praxis fehlt, schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten, das Ihnen helfen wird zu verdienen. Beginnen wir mit der grafischen Vorbereitung. Ich habe bis jetzt ein Geschäft für den Aufstieg gemacht. Schauen Sie. Heute haben wir 2 Indikatoren. Der erste ist der RSI, dem im Indikatorenmenü hinzugefügt werden kann. Ich klicke ihn an und mache die Hauptlinie ein bisschen dicker. Die Periode ist 14, der Indikator Bollinger Bands ist ebenfalls einfach zu setzen. Wir ändern die Periode auf 22 und hier ist 2. Wir können auch den Stil ein wenig ändern. Das war's. Unser Geschäft ist kurz vor dem Abschluss. Er wurde für eine Minute geöffnet. Wie alle unsere heutigen Geschäfte, die Verfallszeit einer Kerze beträgt, ebenfalls eine Minute. Warten wir auf das Ergebnis unseres Deals, um zu steigen. Er schließt mit Gewinn. Zurück zur Analyse. Ich erkläre Ihnen, wie die Strategie bei diesem Geschäft funktioniert und warum wir genau hier einsteigen. Zunächst einmal haben wir diesen Bollinger-Kanal, der ein sich ständig dynamisch verändernder Kanal ist, innerhalb dessen sich der Kurs bewegt. Im Grunde ist es ein normaler Bereich von Preisbewegungen. Der Kurs bewegt sich von der unteren Grenze zur oberen Grenze, von unten nach oben, nach unten, nach oben und so weiter. Innerhalb dieser Spanne bewegt sich die Grafik wie folgt. Es ist also offensichtlich, dass wir die obere Grenze als Widerstand nutzen können. Der Preis wird wahrscheinlich von dort nach unten abprallen, sodass wir hier ein Geschäft zum Absinken eröffnen können. Das ist genau der Grund, warum ich hier ein Geschäft für einen Anstieg eröffnet habe. Die Grafik hat die untere Grenze des Kanals erreicht und ist von dort nach oben abgeprallt. Alles ist ganz einfach, außerdem können wir dieses Unterstützungsniveau genau hier einzeichnen. Es handelt sich hier um eine globale Zone, die wir auch nutzen können. Der Deal war also für einen Anstieg. Hier kommt es schließlich zu einer Korrektur nach einem kontinuierlichen Anstieg. In der Nähe des oberen Randes der Grafik hat sich dieses Verschlängelmuster gebildet. Wir sehen, dass diese rote Kerze den gesamten vorherigen Anstieg verschlingt. Das ist ein Signal für eine Senkung. Die nächste Kerze ist erwartungsgemäß rot. Also eröffnen wir ein Geschäft mit dem Trend. Beim RSI können wir feststellen, dass der Indikator aus dem überkauften Bereich zurück in den normalen Bereich unterhalb dieser 70er Linie gekommen ist. Dieses Geschäft ist ziemlich schön, weil es 2 Gründe hatte, eröffnet zu werden. Die Plattform glitscht ein bisschen. Wie wir sehen, wurde unser Geschäft mit Gewinn geschlossen. Nur 3 Punkte. Es war nicht ein sehr zuversichtliches Deal, aber das Wichtigste ist das kontinuierliche Fallen. Ich denke, die Logik ist klar. Der RSI ist wieder in den Normalzustand zurückgekehrt und die Grafik ist von der oberen Grenze abgeprallt. Wir sind hier fertig. Weiter geht's. Einige von euch werden vielleicht denken, dass dies eine Lösung zum Absinken ist. Lassen Sie uns klarstellen, warum ich nicht hier für Absinkung handeln würde. Zunächst einmal gibt es viele Berührungen der oberen Grenze. Wir sehen, dass sich die Ober- und Unterseite verbreiten, was bedeutet, dass die Handelsspanne größer wird. Dies bedeutet auf einen starken Trend hin. Ich würde hier nicht gegen den starken Trend handeln. Die Grafik würde sich irgendwann umkehren, aber ich würde nur dann ein Geschäft eröffnen.
wenn wir ein Umkehrmuster sehen und der RSI sinkt. In der aktuellen Situation wäre dies jedoch riskant. Ich hoffe, das ist also klar. Hier ist ein nettes kurzfristiges Geschäft für einen Aufwärtssprung möglich. Hier habe ich nicht nur die untere Grenze gesehen, sondern auch das Unterstützungsniveau. Wir können sie mit einer horizontalen Linie einzeichnen. Hier. Es gibt zwei Reaktionen. Hier und hier. Jetzt muss die Grafik sowohl von der Kanalgrenze als auch von dem Niveau abprallen. Der RSI ist neutral. Wenn er bei 50 liegt, ist für uns uninteressant. Warten wir also auf das Ergebnis. Das Geschäft ist mit Gewinn ab super. Wir bekommen eine kleine Reaktion. Alles Weitere ist unwichtig. Ich möchte hier wirklich den letzten Deal zum Absinken machen. Wir haben die obere Kanalgrenze. Obwohl sich der Kanal verbreitet, hoffe ich auf diesen riesigen Kerzenschatten. Eine Kerze mit einem solchen Körper und einem großen Schaden nach oben deutet. Körper und Schaden auf ein wichtiges Niveau hin, von dem wir abprallen könnten. Das ist es, wovon ich gesprochen habe. Beobachten wir es mit 5 Sekunden Kerzen und warten. Das Geschäft ist kurz vor dem Abschluss, es ist sehr zuversichtlich. Die obere Kanalgrenze und das Kerzenmuster haben hier den Ausschlag gegeben. Leute, in diesen 10 Minuten haben wir unser Depot um das 2,5-fache erhöht. Ich denke, dass dies war eine großartige Sitzung. Wenn Sie Signale für eine ähnliche Strategie erhalten möchten, vergessen Sie nicht meinen kostenlosen Telegram-Kanal mit täglichen Signalen. Der Link ist in dem angehefteten Kommentar. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handel. Bis bald, wir sehen uns in meinem nächsten Video.